Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Bevor der Kaffee kalt wird von Toshikazu Kawaguchi ist ein Roman, der die Leserinnen und Leser auf eine emotionale und zugleich magische Reise mitnimmt. Das Buch hat in Japan große Bekanntheit erlangt und wurde durch die soziale Plattform TikTok zu einer internationalen Sensation. Die Geschichte spielt in einem unscheinbaren Café in Tokio, das ein Geheimnis birgt. Wer einen bestimmten Platz im Café einnimmt und einen frisch gebrühten Kaffee trinkt, kann eine Reise in die Vergangenheit antreten. Doch es gibt strenge Regeln. Die Zeitreise ist begrenzt und der Kaffee darf nicht kalt werden. Die Konsequenzen, wenn dies missachtet wird, sind unumkehrbar. Der Roman beleuchtet durch verschiedene miteinander verwobene Geschichten, wie Menschen mit der Möglichkeit umgehen, ein Stück ihrer Vergangenheit zu besuchen. Dabei stehen Themen wie Vergebung, Abschied, Liebe und die Chancen der zweiten Möglichkeiten im Mittelpunkt. Kawaguchis Erzählweise ist ruhig, einfühlsam und voller Warmherzigkeit. Perfekt für alle, die gerne tiefgründige, nachdenkliche Literatur mit einem Hauch von Magie lesen. Das Buch lädt dazu ein, über die eigenen Entscheidungen im Leben sowie die Beziehungen zu anderen Menschen nachzudenken. Mit einer Prise Melancholie und Hoffnung entführt der Roman die Leser in eine Welt, in der Reue zwar nicht ausgelöscht, aber mit Liebe und Verständnis begegnet werden kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das magische Café als Schauplatz. Im Mittelpunkt des Romans steht ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Café in einer stillen Ecke Tokios. Kawaguchi beschreibt diesen Ort so liebevoll und detailreich, dass er zu einer eigenen Figur innerhalb der Geschichte wird. Das Café ist nicht nur Kulisse, sondern auch ein Symbol für den Übergang zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Regeln, die in diesem Café herrschen, sind streng. Nur bestimmte Gäste wissen von der Möglichkeit der Zeitreise und wer den magischen Stuhl benutzt, muss sich an klare Vorgaben halten. Zum Beispiel darf der Zeitreisende seinen Platz nicht verlassen und der Ausflug in die Vergangenheit endet, sobald der Kaffee kalt wird. Diese Regeln sorgen für eine ständige Spannung und verleihen dem Handlungsort eine geheimnisvolle, beinahe mystische Atmosphäre. Der Umgang der Kaffeemitarbeiter mit den Besuchern und deren oft schmerzlichen Wünschen ist dabei von großer Empathie und Verständnis geprägt. Das Café ist Rückzugsort und Chance, sich alten Konflikten zu stellen, Abschied zu nehmen oder Dinge auszusprechen, die bislang ungesagt geblieben sind. Zweitens. Die Regeln der Zeitreise und ihre Bedeutung. Zeitreisen können in der Literatur oft übermächtig wirken, doch Kawaguchi schafft es, sie in ein enges, nachvollziehbares Korsett zu packen. Die strikten Spielregeln sorgen dafür, dass sich die Charaktere ihren wahren Motiven und Gefühlen stellen müssen, anstatt einfach Fehler auszulöschen. Die wichtigste Regel lautet: Man kann die Gegenwart nicht ändern. Was geschehen ist, bleibt geschehen. Dennoch gibt diese Reise die Möglichkeit, Verständnis, Abschied oder Vergebung zu finden. Die Grenze, dass der Kaffee nicht kalt werden darf, repräsentiert die Endlichkeit der Zeit und macht jede Minute wertvoll. Die Protagonistinnen und Protagonisten erfahren dadurch, dass nicht die Veränderung der Vergangenheit, sondern die Akzeptanz dessen, was war, und das Bewusstsein für das Hier und Jetzt zu echter Reife führen. Die Zeitreise wird so nicht zur Flucht, sondern zum Weg, mit sich und anderen Frieden zu schließen. Drittens. Unterschiedliche Schicksale und bewegende Geschichten. Der Roman ist in mehrere jeweils abgeschlossene, aber miteinander verbundene Kurzgeschichten unterteilt, in denen sich verschiedene Menschen auf die Reise in ihre Vergangenheit begeben. Jede Figur bringt ihre ganz eigenen Gründe und Anliegen mit ins Café. Da ist die junge Frau, die sich von ihrem Geliebten verabschieden möchte, oder die Schwester, die einen letzten Funken Hoffnung auf Versöhnung sucht. Gerade die Vielfalt der Geschichten, Liebesbeziehungen, Familienbande, Freundschaften, spiegelt die Vielschichtigkeit menschlicher Beziehungen wider. Kawaguchi gelingt es, jede Erzählung mit viel Empathie und Feingefühl darzustellen. Die Lesenden werden eingeladen, sich in die verschiedenen Lebenssituationen hineinzuversetzen. So berührt der Roman das Herz
und regt zum Nachdenken über das eigene Leben und die Menschen um einen herum an. 4. Themen: Reue, Vergebung und Abschied. Zentral im Buch stehen große Lebensthemen wie Reue, Vergebung und Abschied nehmen. Viele der Charaktere tragen schwer an vergangenen Entscheidungen oder Worten, die nie gesprochen wurden. Die Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzukehren, bedeutet nicht, alles ungeschehen zu machen, sondern den Mut zu finden, sich auszusprechen, um Frieden zu finden. Die Geschichten zeigen, dass ein ehrlicher Abschied oder eine Entschuldigung Erleichterung bringen kann, auch wenn der Schmerz nicht verschwindet. Das Motiv der Vergebung zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Manchmal müssen die Charaktere sich selbst, manchmal anderen vergeben. Diese zutiefst menschlichen Vorgänge machen die Lektüre nicht nur traurig, sondern auch hoffnungsvoll und warmherzig. Schließlich philosophischer Unterton. Die Bedeutung der Gegenwart, bevor der Kaffee kalt wird, ist mehr als eine Sammlung anrührender Zeitreisengeschichten. Es ist auch ein philosophisches Buch über das Leben selbst. Der Autor lässt die Leser erkennen, dass das Streben, die Vergangenheit zu ändern, zwar verständlich, aber letztlich nicht der Schlüssel zum Glück ist. Der wahre Schatz liegt darin, im Hier und Jetzt zu leben, Beziehungen bewusst zu gestalten und die verbleibende Zeit klug zu nutzen. Das Symbol des Kaffees, der langsam abkühlt, erinnert daran, wie begrenzt und gleichzeitig kostbar unsere gemeinsamen Momente sind. So regt das Buch zu Achtsamkeit im Alltag an und zeigt, wie wichtig es ist, Gelegenheiten zu ergreifen, bevor sie an uns vorbeiziehen. Zusammenfassend: Bevor der Kaffee kalt wird, ist ein Buch für alle, die emotionale Geschichten mit einem Hauch von Magie lieben und sich für tiefgründige Themen rund um Beziehungen, Zeit und das eigene Leben interessieren. Besonders empfehlenswert ist es für Menschen, die über verpasste Chancen, Versäumnisse oder unerledigte Angelegenheiten nachdenken, denn es zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, den Moment zu nutzen und nicht auf eine zweite Gelegenheit zu hoffen, die vielleicht nie kommt. Die einzelnen Geschichten laden zum Mitfühlen und Reflektieren ein und bieten Trost für schwierige Situationen oder Trauerfälle. Das Buch kann helfen, die eigenen Beziehungen bewusster zu leben, Verletzungen aufzuarbeiten oder einfach wieder mehr Dankbarkeit für das alltägliche Glück zu entwickeln. Im Vergleich zu anderen Büchern über Zeitreisen steht bei Kawaguchi nicht das Überwältigende, Spektakuläre im Vordergrund, sondern das Leise, Feine und Menschliche. Gerade diese unaufdringliche Umsetzung macht den Roman zu etwas ganz Besonderem. Indem er konkrete Regeln für die Zeitreise setzt und nie anbietet, das Schicksal zu überlisten, berührt er ehrlich und realistisch das Herz. Wer auf der Suche nach Zukunftshoffnung, emotionaler Tiefe und inspirierenden Impulsen für das eigene Leben ist, sollte zu diesem Buch greifen. Es ist ein literarisches Trostpflaster und ein Appell, das Leben bewusster zu gestalten. Wenn Sie unterstützen möchten: Toshikatsu Kawaguchi. Können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.